Ich weiß, einige sind jetzt schon ganz ungeduldig und wollen unbedingt eine Tabelle, wo steht, bei wie viel Grad das Pferd eine Decke braucht und wie viel Gramm diese Decke haben soll. Die Tabelle findet ihr bei dieser Stelle im Video. Ihr könnt dort auch gerne hinskippen, aber ich finde es wirklich wichtig, dass man die thermoneutrale Zone kennt und dass man weiß, bei welchen Temperaturen sich das Pferd wirklich wohlfühlt. Deshalb starten wir jetzt auch mal mit der Thermoregulation von Pferden. Die Thermoregulation ist eben die Fähigkeit, dass der Körper die Körpertemperatur von der Außentemperatur unabhängig konstant halten kann. Das heißt, es ist komplett egal, ob es jetzt draußen sehr heiß oder sehr kalt ist. Mit der Thermoregulation können wir Menschen und auch die Pferde unsere Körpertemperatur auf einem Level halten, sodass wir dann überleben können. Das heißt jetzt aber nicht, dass es für den Körper je nach Außentemperatur immer gleich anstrengend ist, seine Körpertemperatur konstant zu halten. Es gibt da eine bestimmte Zone, die nennt sich thermoneutrale Zone. Und das ist eine Temperaturspanne, wo der Körper ein Minimum an Regulationsmechanismen braucht, um seine Körpertemperatur stabil zu halten. Regulieren kann der Pferdekörper seine Temperatur einerseits über den Fellstand und über den Körperfettanteil, denn diese beiden isolieren das Pferd, und andererseits natürlich auch über die Muskeln und die Gefäßaktivitäten, denn diese erzeugen Wärme. Und wenn dem Pferd zu heiß ist, hat es immer noch Schweißdrüsen und somit kann es sich durch die Schweißbildung abkühlen. Aber kommen wir zurück zur thermoneutralen Zone, denn diese ist beim Menschen zwischen 21 und 31 Grad, aber beim Pferd zwischen minus 15 und plus 25 Grad. Das bedeutet, dass es für ein Pferd bei minus 15 Grad für den Körper gleich anstrengend ist, seine Temperatur zu halten wie bei plus 20 Grad. Da sieht man evolutionsbedingt, dass die Pferde viel kältere Temperaturen gewöhnt sind als wir Menschen. Unsere Vorfahren haben ja meistens, wenn es kalt war, in einer Höhle am Lagerfeuer gechillt. Jetzt ist es aber so, dass auch wenn die thermoneutrale Zone bei Menschen zwischen 21 und 31 Grad liegt, mir zum Beispiel kurzsämig bei einer Raumtemperatur von 21 Grad schon recht kalt ist, aber meine Mama findet das dann genau angenehm. Hierbei muss man aufpassen, dass man die thermoneutrale Zone nicht mit dem Wohlfühlbereich verwechselt. Kommen wir jetzt zum Wohlfühlbereich, denn dieser ist bei uns Menschen zwischen 20 und 27 Grad. Bei Pferden ist der Wohlfühlbereich zwischen 5 und plus 15 Grad. Aber man sieht jetzt hier schon, dass Pferde eine Temperatur von 5 Grad durchaus angenehm finden, zumindest die meisten. Es gibt natürlich auch so einige Ausnahmen und einige Faktoren, die eben die Wohlfühlzone für jedes Pferd sehr individuell machen. Aber grundsätzlich sollte man sich mal überlegen, ob man sein Pferd jetzt wirklich bei 8 oder bei 9 Grad eindecken möchte. Das könnte nämlich wirklich nicht das Richtige sein, aber dazu kommen wir später. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Pferde in unseren Breitengraden grundsätzlich keine Decke brauchen. Zumindest nach Marcia Hathaway, einer Professorin der University of Minnesota, und allen anderen wissenschaftlichen Quellen und Studien, die ich dazu gelesen habe. Hierbei gibt es dann natürlich auch einige Ausnahmen. Die Pferde können geschoren sein, sie können alt oder kränklich sein oder es können einfach kälteempfindliche Pferde sein. Was mir da jetzt besonders wichtig ist, dass man auf keinen Fall nach dem eigenen Wärme- und Kälteempfinden gehen sollte. Die Wohlfühlzone und die thermoneutrale Zone sind bei Menschen und Pferden so extrem unterschiedlich, dass man das überhaupt nicht übertragen kann. Also man soll jetzt nicht sagen, es ist kalt, mir ist kalt, ich gebe dem Pferd jetzt sofort eine Decke, weil dem ist sicher auch kalt. Das kann man einfach nicht übertragen, wenn einem Menschen kalt ist, ob dann dem Pferd auch kalt ist oder nicht. Man sollte einfach darauf achten, was das Richtige für das Pferd ist und auch das Pferd beobachten, ob dem vielleicht zu warm oder zu kalt ist. Jetzt gibt es natürlich auf der einen Seite auch Pferde, denen bei normalen Temperaturen viel zu kalt ist. Das sieht man zum Beispiel in diesem TikTok. Auf der anderen Seite habt ihr sicher schon mal selber erlebt, euer Pferd ist auf der Koppel, ist eingedeckt, ihr geht auf die Koppel und nehmt die Decke runter. Und das Erste, was das Pferd dann tut, ist sich im Dreck wälzen. Und ihr denkt euch so, super, Decke runter, Pferd war sauber, jetzt ist es dreckig. Aber man könnte mal drüber nachdenken, warum sich das Pferd jetzt wälzt. Pferde wälzen sich ja nur, wenn sie sich wirklich wohlfühlen. Denn sie sind in dem Moment, wo sie sich wälzen, einfach nicht in der Lage zu flüchten. Außerdem geben sie damit ihren Rundumblick über die ganze Gegend auf. Und das ist für ein Fluchttier natürlich ein Zeichen, dass es sich wohlfühlen muss. Das bedeutet, wenn ihr die Decke runternehmt und das Pferd wälzt sich, zeigt das, dass sich das Pferd jetzt wohlfühlt. Vielleicht kann man daraus auch Schlüsse ziehen, dass die Decke zu warm war. Man könnte jetzt zwar aus dem bisher eben Gesagten schließen, cool, Pferd braucht nie eine Decke oder kaum eine Decke, da es ja die thermoneutrale Zone von minus 15 Grad bis plus 25 Grad geht. Leider ist es nicht ganz so leicht.
Denn es gibt einige Faktoren, die das beeinflussen können, ob das Pferd jetzt wirklich eine Decke braucht oder nicht, unabhängig von der Temperatur. Zum einen muss man darauf achten, wie das Pferd gehalten wird. Es ist nämlich ein Unterschied, ob es jetzt in einem Offenstall steht oder in einer Box. Und auch nicht jede Boxenhaltung ist gleich. Es gibt Boxen, die einfach im Stall sind, also Innenboxen, oder manche Boxen haben ein Paddock mit einer offenen Tür, wo eventuell Zugluft reinkommen könnte. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Witterung. Die kann es sogar notwendig machen, dass das Pferd mehrmals am Tag umgedeckt werden muss. Wenn jetzt zum Beispiel die Sonne rauskommt, dann ist die Decke, die in der Nacht gepasst hat oder in der Früh gepasst hat, viel zu warm, obwohl sich die Temperatur vielleicht nicht verändert hat. Während die Sonne es jetzt also zu warm machen kann, obwohl die Temperatur gleich bleibt, gibt es auch Witterungsbedingungen, die dafür sorgen, dass es sich kälter anfühlt, als es eigentlich ist. Eine davon ist der Wind. Grundsätzlich umgibt den Körper eben eine isolierende Schicht aus warmer Luft. Wenn jetzt der Wind geht, wird diese Schicht immer wieder weggeblasen. Die Schicht schützt eigentlich vor zusätzlicher Auskühlung, aber wenn diese weggeblasen wird, muss der Körper immer wieder neue warme Luftschichten produzieren und das kostet somit Energie und es fühlt sich viel kälter an. Das ist auch der Grund, dass wenn uns kalt wird, wir eben eine Gänsehaut bekommen und sich die feinen Härchen aufstellen. Die versuchen eben diese isolierende Schicht zu vergrößern bzw. zu halten. Zusätzlich sorgt der Wind eben auch dafür, dass die Verdunstung schneller vorangeht. Wenn jetzt Feuchtigkeit auf der Haut ist, zum Beispiel Schweiß, man schwitzt ja meistens, auch wenn einem nicht heiß ist, dann verdunstet dieser schneller und dieser Verdunstungsvorgang entzieht dem Körper Energie in Form von Wärme. Das Learning daraus ist jetzt, dass es sich an einem windstillen Tag wärmer anfühlt als an einem windigen Tag, auch wenn die Außentemperatur gleich ist. Das gleiche gilt eben für Nässe. An einem regnerischen oder einem feucht-nebligen Tag fühlt es sich kälter an, als an einem Tag, wo es nur bewölkt ist und trocken ist. Während jetzt die Haltung und die Witterung sehr wichtige Aspekte sind, um zu entscheiden, ob man das Pferd eindeckt oder nicht, gibt es natürlich noch weitere Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen können. Einerseits die Rasse vom Pferd, zum Beispiel haben Fjordpferde oder Islandpferde einfach evolutionär bedingt eine ganz andere Fettschicht und ein ganz anderes Winterfell als unsere deutschen Sportpferde. Weiters muss man auch noch den Fellstand bedenken, also ob das Pferd jetzt ungeschoren ist oder geschoren ist. Wenn es geschoren ist, hat es natürlich kein Winterfell mehr, das es wärmen könnte. Dann kann eine Decke wirklich vonnöten sein. Natürlich erzeugt auch Bewegung Energie in Form von Wärme. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel zittern, wenn uns kalt ist. Durch die Muskelbewegung und die Muskelkontraktion entsteht eben Wärme. Somit ist ein Pferd, das sich mehr auf der Koppel bewegt als ein anderes, wärmer als dem, das nur herumsteht. Deshalb ist natürlich auch das Alter oder Krankheit in die Entscheidung, ob das Pferd eingedeckt werden sollte, mit einzubeziehen. Ältere Pferde bewegen sich in der Regel weniger als jüngere Pferde und kranke Pferde stehen meistens auch nur herum. Außerdem, bei kranken Pferden ist der Körper schon mit der Heilung und mit dem Gesundwerden so sehr beschäftigt, dass es zusätzlicher Stress für das Pferd ist, dann auch noch für die Körperwärme zu sorgen. Und ganz, ganz wichtig ist noch, was man vorher zum Beispiel im TikTok gesehen hat, dass jedes Pferd total individuell ist. Jedes Pferd hat ein anderes Kälte- und Wärmeempfinden. Einige frieren sofort, wenn es 0 Grad hat, obwohl sie ein Winterfell haben und nicht geschoren sind. Und andere finden es bei 0 Grad gerade angenehm und wälzen sich im Schnee. Hierbei hilft leider wirklich nur ein Blick auf die Koppel und einfach das Pferd beobachten, ob es sich wohl fühlt, ob es unter der Decke schwitzt oder ob es zittert. Nur dann kann man eben für sein eigenes Pferd die richtige Entscheidung treffen. Tendenziell kann man aber sagen, dass die meisten Pferde zu warm eingedeckt werden. Man geht ja meist von seinem eigenen Temperaturempfinden aus, frei nach dem Motto, ich brauche jetzt die Winterjacke, wenn ich in den Stall gehe und deshalb decke ich das Pferd jetzt ein. Das führt aber oft dazu, dass die Pferde tendenziell eher zu warm als zu kühl eingedeckt werden. Das hat euch ein Test von Cavallo gezeigt. In diesem Test haben sie Sensoren unter die Pferdedecken gegeben, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen haben. Bei einer Stute wurden unter ihrer ungefütterten Regendecke knapp 40 Grad gemessen. Die Außentemperatur betrug an diesem Tag 20 Grad. Jetzt werden sich einige denken, ja, bei 20 Grad decke ich mein Pferd doch nicht ein. Stimmt, hoffentlich. Aber es ist eben so, dass es in der Nacht durchaus kalt sein kann, zum Beispiel 5 Grad, und deshalb hat man dem Pferd die Decke angelegt. Dann kommt das Pferd raus auf die Koppel, die Sonne kommt etwas raus und es ist dann eben nicht unrealistisch, dass die Außentemperatur auf 20 Grad ansteigt und damit die Temperatur unter der Decke viel zu warm wird. Aber nicht nur bei 20 Grad Außentemperatur ist man außerhalb der thermoneutralen Zone.
sondern beim Test wurden sogar bei 3 Grad und bei bewölktem Wetter Temperaturen unter der Pferdedecke gemessen, die außerhalb der thermoneutralen Zone waren. Bei dem Test gab es ein Pferd, das mit einer Decke von 100 Gramm pro Quadratmeter eingedeckt war. Und der Tag war regnerisch und bewölkt und es wurden trotzdem Temperaturen von über 25 Grad unter der Decke gemessen, die sich damit außerhalb der thermoneutralen Zone befanden. Jetzt muss man aber bedenken, dass es mit 100 Gramm eine eher dünnere Decke war. Und trotzdem war es bei einer Außentemperatur von 3 Grad schon außerhalb der thermoneutralen Zone. Und nochmal kurz zur Wiederholung, wieso das ein Problem ist. Wenn es außerhalb der thermoneutralen Zone ist, ist es einfach ein zusätzlicher temperaturbedingter Stress fürs Pferd, sei es ein Hitzestress oder ein Kältestress. Deshalb geht auch Marcia Hathaway, eine Professorin von der University of Minnesota, davon aus, dass Pferde, die ungeschoren, gesund und eine funktionierende Thermoregulation haben, im Winter grundsätzlich keine Decke brauchen. Zu beachten ist aber, dass Pferde im Winter vielleicht trotzdem ein Problem mit der Kälte haben können. Zum Beispiel, wenn es eben Regen, Eisregen, Schnee oder auch sehr windig ist, fühlt sich die Temperatur für das Pferd gleich viel, viel kälter an. Deshalb meint auch die Professorin, dass wenn es ein Risiko eines schlechten Wetters gibt, man das Pferd trotzdem eindecken sollte. Es ist einerseits nicht nur das Problem mit der Verdunstungskälte, die ich schon vorher angesprochen habe, sondern andererseits auch das Problem, dass das Fell durch Schnee, Eisregen oder Regen einfach platt gedrückt wird. Durch das kann sich weniger wärmende Luftschicht zwischen den Härchen bilden und es isoliert schlechter. Wenn man sich jetzt an den Cavallo-Test zurückerinnert, hat man gesehen, dass Pferde tendenziell zu warm eingedeckt werden. Aber wir haben jetzt noch nicht besprochen, was eigentlich die Folgen von zu warmem Eindecken sind. Es gibt 4 Punkte, die wirkliche Probleme sind, wenn das Pferd zu warm eingedeckt ist. Zuerst kann sich das Pferd selbst leichter aufwärmen als abkühlen. Das bedeutet, wenn einem Pferd etwas zu kalt ist, kann der Körper das Pferd leicht aufwärmen, aber wenn einem Pferd zu warm ist, ist die Kühlung sehr schwierig. Zweitens schwitzen die Pferde sehr stark und müssen vielleicht stark atmen und sie fühlen sich einfach dadurch unwohl, wenn ihnen zu warm ist. Und natürlich kann es auch ein zusätzlicher Stress für die Pferde sein. Dann kann es natürlich auch sein, dass die übermäßige Schweißbildung unter der Decke oder hinter den Ohren Scheuerspuren verursacht. Diese Scheuerspuren sind offen und dadurch ist das Pferd viel anfälliger für Infektionen. Und zu guter Letzt, und das vielleicht wichtigste Problem ist, dass zu warmes Eindecken zum Verlust der natürlichen Thermoregulation führen kann. Das ist natürlich echt sehr, sehr schade, weil man meint es eigentlich gut, deckt das Pferd ein, möchte, dass sich das Pferd wohlfühlt und es passiert dann einfach, dass das Pferd vielleicht die natürliche Thermoregulation verliert. Natürlich möchte man das nicht, aber dann ist das Pferd immer auf Decken und auf einen angewiesen, dass man es umdeckt, sodass es fürs Pferd angenehm ist. Ich verstehe, es ist natürlich echt schwierig. Man möchte dem Pferd wirklich nur was Gutes, man macht es ja nicht absichtlich, dass es dem Pferd dann vielleicht schadet. Aber es ist halt voll wichtig, dass man sich vorher vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzt, sich einliest und schaut, ob das Pferd wirklich eine Decke braucht und wie dick die Decke sein soll. Und damit ihr jetzt besser entscheiden könnt, welche Decke ihr kaufen sollt, hier erstmal 2 Grundbegriffe, die man verstehen muss, bevor man eine Decke kauft. 2 wichtige Angaben beim Kauf einer Pferdedecke sind die Füllung und die Denier-Zahl. Die Füllung sagt eben über die Wattierung der Decke etwas aus und ist das wärmende Element der Decke. Die Füllung wird in Gramm pro Quadratmeter eingegeben, auch wenn ihr nur Gramm sagt. Also die Frage, mit wie viel Gramm ist der Pferd eingedeckt, bedeutet eigentlich, wie viel Gramm pro Quadratmeter Wattierung hat die Pferdedecke. Leicht gefütterte Pferdedecken beginnen bei 50 Gramm und erhöhen sich dann stufenweise, also zum Beispiel 50, 100, 150, auf bis zu 800 Gramm für Extremtemperaturen. Es gibt aber natürlich auch ungefütterte Pferdedecken, aber dazu später mehr. Das zweite ist die Denier-Zahl. Das ist eine Einheit aus der Textilbranche. Man kennt es vielleicht auch von den Nylonstrumpfhosen mit der Angabe 10 DEN, also 10 Den und so weiter. Die Denier-Zahl gibt eben die Fadenstärke an und man kann aus der Denier-Zahl ungefähr die Reißfestigkeit abschätzen. Aber warum jetzt nur ungefähr? Es ist so, dass die Denier-Zahl eben nur die Fadenstärke angibt und die Reißfestigkeit einerseits von der Fadenstärke, aber andererseits auch vom Material abhängt. Das bedeutet, dass eine 600D Nylondecke reißfester ist als eine 1200D Baumwolldecke, da eben Nylon viel reißfester ist als Baumwolle. Ich habe jetzt vorher bei den Strumpfhosen die Denier-Zahl mit Den abgekürzt und jetzt bei den Decken D. I don't know why. Es ist einfach so. Man muss es nicht verstehen. Es ist die gleiche Angabe, die gleiche Zahl, aber anscheinend
Die standardmäßige Abkürzung für Strumpfhosen ist DEN und für Pferdedecken D. Es ist zwar voll schade, dass es zu Reißfestigkeit keine einheitliche Aussage gibt, sondern nur zu Fadenstärke, aber wenn man eben diese Denier-Zahl und das Material berücksichtigt, kann man trotzdem etwas über die Reißfestigkeit ableiten. Und wo es aussagekräftig ist, ist es innerhalb eines Materials. Also eine 600D Nylondecke ist weniger reißfest als eine 1200D Nylondecke. Aber welche verschiedenen Decken gibt es nun eigentlich? Die erste Kategorie sind Outdoor-Decken. Diese schützen vor Schmutz, Sand und Wasser, sind atmungsaktiv und relativ robust. Die Outdoor-Decke gibt es in verschiedenen Ausführungen, einerseits ohne Füllung, dazu kommen wir gleich noch, andererseits auch mit Füllung. Wie die Füllung angegeben wird, wisst ihr jetzt ja schon. Aufpassen muss man aber, dass es nicht nur warm wird, wenn eine Füllung drinnen ist. Das zeigt der Test von vorher, da ist es ja bei einer ungefütterten Regendecke, also einer ungefütterten Outdoor-Decke, auch sehr, sehr heiß darunter geworden. Und jetzt habe ich auch schon gespoilert, denn die Outdoor-Decken ohne Füllung sind quasi die Regendecken. Die Regendecken sind wasser- und meist winddicht und sie sind als reiner Wetterschutz gedacht, um das Pferd bei Regen trocken zu halten. Die Regendecken sind also optimal für den Offenstall, fürs Paddock oder für die Weide und sie haben ein robustes Außenmaterial, das somit auch das Wälzen und das Spielen aushält. Damit die Regendecke lange dicht hält, sollte man trotzdem beim Kauf auf eine hohe Denier-Zahl achten, auf ein robustes Material, zum Beispiel Nylon, und sie sollte gut imprägniert sein. Die Hauptanwendungszeit der Regendecke ist eben im Frühling und im Herbst und zur Regendecke gibt es auch noch passendes Zubehör, zum Beispiel ein Halfstyle oder es gibt auch Kombisysteme, wo man dann noch eine wärmende Unterdecke unter die Regendecke klipseln kann. Als nächstes gibt es Stalldecken. Die sind für Pferde in Boxenhaltung gedacht und sind dafür, um die Pferde vor Zugluft zu schützen. Diese sind zwar atmungsaktiv und windabweisend, aber die Stalldecken sind zumeist nicht wasserdicht. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn wenn das Pferd in einer Paddock-Box steht und draußen am Paddock ist und nass wird und die Decke dann nass ist, dann wird es richtig, richtig kalt fürs Pferd. Ihr habt ja selber sicher schon mal ein nasses Leiberl angehabt, sei es im Sommer und sogar dort ist es dann kalt. Und falls man das jetzt für besonders kalte Tage im Stall gerne haben möchte, muss man nicht extra eine Stalldecke kaufen. Man kann dafür auch ganz einfach eine Abschwitzdecke verwenden. Das Problem ist aber, dass sie aus Vlies ist und wenn sich das Pferd einmal in der Box hinlegt, dann ist der halbe Boxeninhalt, also Stroh und Späne, auf der Decke und auf dem Pferd drauf. Die Abschwitzdecken sind also dünne Decken aus Vlies, die man dem Pferd nach dem Training, wenn es verschwitzt ist, anlegt und die den Schweiß weg vom Fell an die Oberfläche der Decke transportieren. Ganz wichtig ist, dass man die Abschwitzdecke, sobald sie nass ist, vom Pferd entfernen sollte. Denn sonst hat man wieder den gleichen Effekt wie ohne Abschwitzdecke, denn das Pferd kühlt leichter aus, wenn es verschwitzt ist. Es gibt dann noch Ausreit- und Nierendecken, die sind beide gleich, sind nur unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dieselbe Decke. Und deren Funktion ist es, dass es die Rückenmuskulatur und die Gruppe warm hält. Diese Nierendecken haben auch wirklich ihre Daseinsberechtigung, laut Dr. Matthias Baumann. Dieser ist der ehemalige Tierarzt der österreichischen Vielseitigkeits- und Dressurreiter. Dr. Baumann sieht vor allem eine Anwendung für Nierendecken bei langen Ausritten im Schritt, beim Warm- und beim Trockenreiten, vor allem bei geschorenen Pferden. In der aktiven Trainingsphase, also zum Beispiel im Trab oder im Galopp, sieht Dr. Baumann die Nierendecke aber als viel zu warm an. Welche Pferdedecke braucht man jetzt bei welcher Temperatur wirklich? Erstmal hallo an alle, die das Video bis hierhin übersprungen haben. Ich zeige euch jetzt eine Tabelle, aber diese Tabelle hat natürlich auch noch einige Ausnahmen. Auf die gehe ich dann gleich ein. Zunächst mal, wie hat sich diese Tabelle gebildet? Diese Tabelle ist eine Mischung aus verschiedenen Tabellen, also jenen Tabellen von eHorses, Master Horse und Crema. Und sie setzt sich auch noch aus diversen Studien und Empfehlungen von Tierärzten zusammen. Aus den ganzen Quellen habe ich eine eigene Tabelle gebildet. Auch wenn das natürlich sehr, sehr schwer ist, alles pauschal zu sagen und diese Tabelle nur zwischen geschorenen und ungeschorenen Pferden differenziert und zum Beispiel nicht nach Wind und Wetter differenziert, ist das mal ein guter Richtwert. Was natürlich ganz wichtig ist, selbst die beste Tabelle ersetzt keinen Blick auf die Koppel. Man muss einfach seinen gesunden Menschenverstand einschalten, dem Pferd zuschauen, schauen, ob es schwitzt, schauen, ob es zittert und ob es sich einfach wohlfühlt. Natürlich gilt auch für diese Tabelle, dass das alles von Alter, Wetter, Gesundheit, Rasse, Fell und Haltung abhängt. Aufpassen muss man bei solchen Tabellen natürlich auch immer. Ich habe natürlich versucht, ein gutes Mittelmaß zu finden, aber man findet wirklich extrem unterschiedliche Tabellen, wie man hier sieht. So viel jetzt einmal zu meiner Deckenempfehlung. Jetzt gibt es aber natürlich auch einige Personen, die sagen, hey,
Ich decke mein Pferd jetzt nicht ein wegen der Temperatur, sondern ich decke es ein, damit ich mir das Scheren erspare. Jeder hat das sicherlich schon mal gehört oder vielleicht auch selbst gemacht, aber was ist jetzt dabei eigentlich wirklich dran, dass das Pferd durchs Eindecken weniger oder gar kein Winterfell bekommt? Ich habe tatsächlich zu dem Thema aber keine einzige wissenschaftliche Studie gefunden, die das entweder belegt oder widerlegt. Das heißt, es kann sein, dass es stimmt, es kann auch sein, dass es nicht stimmt. Wichtig zum Fellwechsel ist aber zu wissen, dass der Beginn und das Ende vom Fellwechsel nicht von der Temperatur abhängt, sondern von der Tageslänge. Bei der Lichtveränderung reagiert einfach die Zirbeldrüse im Gehirn des Pferdes und schüttet ein Hormon namens Melatonin aus. Dieses Hormon ist für den Biorhythmus verantwortlich und steuert so Schlaf-Wach-Rhythmus, die Fortpflanzung und auch den Fellwechsel. Sobald die Tage nach dem Winter dann wieder länger werden, gibt die Zirbeldrüse dem Körper die Info, dass das Winterfell nun abgeworfen werden kann. Werden die Tage kürzer, erhält der Körper einfach die Info, das Winterfell zu produzieren. Aber es ist auch so, dass neben dem Licht sehr wohl die Temperatur auch etwas mit dem Fellwechsel zu tun hat. Die Temperatur bestimmt aber nicht, ob der Fellwechsel stattfindet, sondern nur die Länge und die Dichte des Winterfells. Somit stimmt das nicht, dass man mit dem Eindecken des Pferdes den Fellwechsel verhindern oder verschieben kann. Aber man kann daraus schließen, dass durch die Decke eine wärmere Temperatur ums Pferd herrscht und dann das Winterfell kürzer und weniger dicht wird. Man muss jetzt aber aufpassen, dass alles, was ich jetzt erzählt habe bezüglich des Eindeckens und der Kombination mit dem Winterfell, weder wissenschaftlich belegt noch wissenschaftlich widerlegt wurde. Aber es gibt sehr viele subjektive Erfahrungen, die gemeint haben, dass sich die Art des Winterfells oder deren Beschaffenheit verändert, wenn man das Pferd eindeckt. Auf der anderen Seite gibt es aber viele, die genau die gegenteilige Erfahrung machen. Zum Beispiel Pro-Equine Grooms. And I've had Miguel on both coasts, one with a really, really nice winter and one with a it could snow at any moment winter. And his coat has always grown in exactly the same, doesn't matter where we are. Und was ich besonders an dem Video interessant gefunden habe, sind die Kommentare. Denn hier meinigen eine, dass seit ihr Pferd blind ist oder seit die Augen entfernt wurden, sie gar keinen oder kaum Winterfell mehr bekommen. Aber auch hier wieder, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Wissenschaftlich habe ich dazu leider nichts gefunden. Daraus kann man jetzt schließen, man weiß es nicht genau. Man kann es am besten selbst ausprobieren und schauen, ob eine Veränderung am Winterfell auffällt. Aber was hierbei ganz wichtig ist, das sollte jetzt an dem Punkt des Videos wahrscheinlich klar sein, passt bitte auf, dass das Pferd nicht zu warm eingedeckt wird. Denn Pferde können sich leichter aufwärmen als abkühlen. Also was kann man jetzt aus diesem sehr langen und ausführlichen Video schließen? Menschen decken Pferde tendenziell zu warm ein. Und dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung, warum das geschieht. Die Menschen gehen nämlich nach ihrem eigenen Kälte- und Wärmeempfinden und nicht nach dem der Pferde. Generell ist es besser, wenn Pferden eher zu kühl als zu warm ist, denn sie können sich leichter aufwärmen als abkühlen. Und welche Decke jetzt wirklich die richtige fürs Pferd ist, hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab. Da sollte man sich echt am besten herantasten. Am besten man beginnt mit einer etwas dünneren Decke und schaut dann, wie es dem Pferd geht, ob es zittert, ob ihm kalt ist. Und dann kann man noch etwas eine dickere Decke auflegen, falls dem Pferd kalt ist. Und natürlich kann es auch sein, dass manche Pferde im Sommer eine Decke brauchen. Das beste Beispiel dafür ist wohl das Pferd mit einem Sommerexzem. Es braucht dann eine Decke als Schutz gegen Insekten. Besonders wichtig ist es hier noch anzumerken, dass nicht jeder, der sein Pferd eindeckt oder zum Beispiel bei warmen Temperaturen wie im Sommer eindeckt, irgendwie ein Tierquäler ist. Die meisten wollen ihrem Pferd wirklich nur helfen und es unterstützen. Es ist also wirklich total individuell, ob ein Pferd eine Decke braucht und wenn ja, welche Decke. Falls ihr jetzt also irgendwelche Influencer seht, die ihre Pferde eindecken, schreibt bitte nicht irgendwelche Hate-Kommentare darunter, sondern schickt ihnen einfach das Video. Gleiches gilt natürlich auch für die Personen an eurem Stall. Es geht mir einfach darum, dass möglichst viele Leute Zugang zu den Informationen haben. Denn je mehr Informationen man hat, desto besser kann man für das Pferd entscheiden. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das mit dem Eindecken macht. Bis zum nächsten Mal!